Servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich bin die Jessie und durfte jetzt ein paar Tage lang den Porsche Macan GTS testen und habe mir ganz lange überlegt, was kann ich euch jetzt zu dem erzählen. War dann auf YouTube und habe geschaut und es gab für mich zahlreiche Videos zum Thema Sound, es gab viele Videos zum Thema Optik und auch zum Thema Fahren. Und ich habe mir dann aber gedacht, ich erzähle euch heute ein bisschen was zum Interieur. Heißt vorne einfach alles, was es zu wissen gibt vom Premium-Hersteller Porsche, aber auch zur Rückbank. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Ihr findet uns nicht nur hier auf YouTube, gebt mir gerne ein Abo, würde mich riesig freuen, sondern auf Instagram, Facebook und TikTok. Schaut auch da gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, kommt ihr jetzt mit und wir schauen uns den mal an. Jetzt gehen wir mal rein. Ich mache die Tür hier auf und das erste, was einen begrüßt, ist diese Einstiegsleiste, die mir wirklich gut gefällt. Macan GTS in so einem Schwarz. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich finde die ziemlich geil. Und jetzt würde ich sagen, kommt doch mal mit rein. Und schon sind wir im Innenraum angekommen und ich zeige euch jetzt so ein bisschen erstmal was zum Thema Materialien hier drin, aber auch Verarbeitungsqualität. Und fangen wir mal hier vorne an. Hier haben wir alles mit Leder überzogen und das geht auch bis hier ganz nach hinten. Das ist außergewöhnlich, das habe ich so bis jetzt selten gesehen, aber Porsche ist halt eben auch ein Premium-Hersteller, deswegen passt das auch ganz gut. Wir haben hier, wie schon gesagt, Leder überzogen. Wir haben hier in den Türen Leder überzogen und sogar in der Seitentasche da unten in der Tür ist so ein Überzug. Ich würde sagen, es ist Kunstleder, kein richtiges Leder, aber es gibt dem Ganzen doch trotzdem ganz schön viel Wertigkeit. Dann haben wir hier drin das Carbon-Paket. Das sieht man an den Elementen hier vorne. Das gefällt mir, weil es eben dem Ganzen noch so ein bisschen Sportlichkeit gibt. Hier vorne haben wir das auch nochmal in der Tür und wir haben das Ganze in Kombination mit silbernen Elementen, die sich hier beispielsweise durchziehen oder auch an der Tür. Weiter geht's mit den Sitzen. Die Sitze sind eine Kombination aus Alcantara-Leder, das haben wir hier in der Mitte, und aber auch einem Leder hier an der Seite. Hier haben wir auch die rote Steppung, die ich vorne schon gezeigt habe. Und wir haben hier in der Kopfstütze GTS eingraviert oder eingestickt, nicht eingraviert. Das sieht wirklich schön aus und haben wir auch auf der Rückbank, das zeige ich euch später dann noch. Die Sitze geben wirklich guten Seitenhalt. Also ich bin vorhin mit dem Jan damit gefahren, der hat das große Review aufgenommen und man braucht diesen Seitenhalt auch, wenn man einen sportlichen Fahrer hat. Die Sitze sind dafür aber auf jeden Fall gut geschaffen. Sie sind auch wirklich fest und super bequem. Das hätte ich nämlich nicht gedacht, dass Sportsitze auch so bequem sein können. Ich war wirklich begeistert und ich finde, die fühlen sich auch so ein bisschen an wie so ein guter Schreibtischstuhl, irgendwie so ein immer Schreibtischstuhl, der einfach dafür ausgelegt ist, dass man da ganz lange drin sitzen kann. Weiter geht's mit dem Lenkrad hier vorne. Wir haben hier das GT Sport Lenkrad, das ist mit Alcantara überzogen. Das ist wirklich sehr schön und handlich, also es liegt gut in der Hand und es fühlt sich auch sehr gut an. Und wir haben hier noch so kleine silberne Schnallen mit so Schrauben drin, die wirklich sehr sportlich aussehen und so ein bisschen an so einen wirklichen Rennwagen erinnern. Hier haben wir ein paar Knöpfe auch drauf in dem Multifunktionslenkrad. Hier drüben können wir Telefonate annehmen, hier können wir Telefonate wieder auflegen. Wir haben eine Taste, die wir frei konfigurieren können und hier können wir dann vorne das digitale Cockpit bzw. die kleine Einheit da vorne bedienen. Hier oben haben wir dann auch nochmal einen Alcantara-Himmel, der sehr schön ist und wir haben ein Panoramadach. Das gibt es optional dazu. Ich würde es auf jeden Fall nehmen, weil es hier drinnen im Innenraum ja sehr viel Leichtigkeit gibt, weil der dunkle Himmel dann doch sehr optisch drückt. Und ich mache euch das jetzt mal auf. Ich muss dafür die Zündung anmachen. Das ist der Motor an. Ihr hört schon, der Sound ist auch ganz gut. Dafür muss ich hier vorne dann drauf drücken und dann seht ihr, fährt das Dach dann nach hinten. Und ich habe hier so ein bisschen Cabrio-Feeling und kann auch meinen Arm nach oben strecken. Jetzt mache ich das mal wieder schnell zu.
Und zeige ich euch noch die Jalousie, die man zuziehen kann. Die geht auch bis ganz vorne zu. Und dann seht ihr auch gleich mal, wie dunkel es auch hier drin sein kann, ohne dieses Panoramadach. Aber ich muss sagen, auch wenn es optisch ein bisschen drückt, hat man hier drin trotzdem massiv viel Platz. Ich bin jetzt 1,64 groß, bei mir passen noch mindestens 2 große Fäuste dazwischen, bis ich da oben an dem Dach bin, obwohl wir eben das Panoramadach haben. Und auch in die Breite hat man genug Platz und auch der Beifahrer hat genug Platz. Das Einzige ist, die Mittelarmlehne, die müsste man sich dann doch wahrscheinlich eher, nicht teilen, aber die ist einfach zu klein für beide Arme. Aber sonst hat man hier drin wirklich genug Platz. Dann kommen wir noch zu einem praktischen Thema, und zwar den Ablageflächen. Und da haben wir ganz normale Ablageflächen hier. Wir haben hier einmal an den Türen in der Seite Flächen, wo beispielsweise auch wirklich eine 1,5 Liter Flasche reinpasst, was ich ganz praktisch finde, weil ja doch so kleine Flaschen eher unüblich sind. Wir haben hier in der Mittelkonsole 2 Cupholder und wir haben hier noch eine induktive Ladefläche, in der wir das Handy reinschieben können. Und das finde ich ganz gut, weil wir hier das Handy dann eben an die Seite legen können. Es lädt automatisch und wir haben hier trotzdem noch Platz für andere Dinge, die wir verstauen möchten. Wir haben auch hier nochmal 2 USB-Anschlüsse und auch einen SIM- und SD-Kartenanschluss. Sonst haben wir da vorne noch ganz normal ein Handschuhfach, so geht es auf. Und wir haben in der Tür da vorne beim Beifahrer, das finde ich auch noch ganz cool, hier ist noch so ein kleines Münzfach oder sowas, wo man was Kleines reinmachen kann. Wenn wir uns jetzt vorne mal das ganze Interieur anschauen, kann ich sagen, dass es sehr aufgeräumt wirkt. Zuerst haben mich ein bisschen die Knöpfe erschlagen, aber die erkläre ich euch später. Und was mir gut gefällt, ist, dass wir die Luftdüsen so einstellen können, wie wir wollen. Also in jede Richtung. Das können wir auch hier vorne machen, auf den beiden und aber auch beim Fahrer und Beifahrer. Das gefällt mir gut, ist noch haptisch und funktioniert auch einwandfrei. Dann fangen wir hier mal in der Mitte an. Hier haben wir massiv viele Knöpfe und ich war am Anfang auch etwas überfordert. Ich erkläre euch aber mal kurz, wofür die alle sind und dann wird es auch ein bisschen klarer. Wir haben hier oben eigentlich alles, was das Thema Klimaautomatik angeht. Das heißt, ich kann hier oben dann den Luftstrom einstellen, ich kann sagen, wie die Luft zirkulieren soll und ich kann auch die jeweilige Temperatur einstellen. Ich mache euch mal die Zündung kurz an. Hier seht ihr dann auf jeder Seite, dass dann jeweils die Gradzahl steht, die ich dann auch einstellen kann. Das heißt, ich kann die hoch oder runter machen und kann auch den Stärkegrad der Klimaanlage einstellen. Hier in der Mitte haben wir dann die Entscheidung, von wo soll die ganze Luft kommen. Und hier haben wir dann nochmal eine 3-stufige Sitzheizung. Die ist ganz gut, die wird nicht zu heiß, was mir gut gefällt. Ich mag es nämlich nicht, wenn einem der Po wegbrennt. Die ist auf jeden Fall in einem guten Hitzegrad oder Mittelgrad, der erträglich ist, aber auch nicht zu kalt. Dann haben wir hier unten noch ein paar weitere Knöpfe. Wir haben hier beispielsweise das Start-Stopp-System, was man an- und ausmachen kann. Man kann hier die Klappe hinten vom Auspuff aufmachen. Wir haben hier den Lane Assist. Wir haben hier drüben noch das Luftfahrwerk bzw. das Fahrwerk, was hoch und runter fahren kann. Wir haben einen Knopf für die Dämpfung, wir können das ESC ausmachen und hier vorne noch einen Offroad-Knopf. Hier vorne beim Infotainment haben wir ein 11 Zoll großes Display und für mich ist dieses Infotainment sehr übersichtlich. Ich gehe das mal kurz mit euch durch. Wir haben hier diesen Homescreen, den seht ihr schon, den kann ich mir selbst konfigurieren und kann da Dinge reinstellen, die ich halt eben in der Shotwall-List haben möchte. Ich kann hier euch mal die Navigationskarte zeigen. Die ist für mich sehr schön klar und auch übersichtlich. Man kann hier auch einfach rein und raus zoomen. Der Touch funktioniert auch ganz gut. Wir haben hier nochmal die Medien. Da kann ich beispielsweise ein Handy normalerweise koppeln. Ich habe hier auch nochmal Informationen zum Auto. Das heißt, ich kann hier das Display nochmal konfigurieren bzw. heller und dunkler machen. Hier habe ich nochmal Informationen zum Thema, wie spät es ist, welche Uhrzeit wir haben, welches Datum, wie die Außentemperatur ist. Das hat man übrigens hier auch, wenn man hier oben drauf klickt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt die Außentemperatur brauche, wenn ich jetzt im Auto fahre, aber vielleicht eine ganz interessante Information. Und wir haben hier nochmal Einstellungen zu dem Bose Soundsystem, was hier optional drin ist. Das heißt, ich kann hier entscheiden, von wo kommt der Ton, welche Tiefen- und Höheneinstellungen soll er haben und habe hier verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten zu dem Sound. Kann hier aber auch zum Thema Lautstärke noch ein paar Einstellungen vornehmen. Hier unten haben wir dann, was mir gut gefällt, ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber ein paar haptische Knöpfe, die das Ganze so ein bisschen einfacher machen, vor allem wenn man gerade beim Fahren ist. Das heißt, ich kann hier nochmal eine Source auswählen, also ist es jetzt Bluetooth oder Radio oder ähnliches. Ich kann hier den Sound von der Bose-Einlage nochmal einstellen, direkt mit der Shortwall-List bzw. mit dem Short-Knopf.
Habe hier nochmal Media, wo ich direkt reinkomme, Phone, ich komme nochmal in die Apps, ich komme auf Car, zu allen Informationen zum Auto, ich komme nochmal zur Navigation und ich habe hier nochmal verschiedene Optionen, die ich einstellen kann, beziehungsweise einen Zurück-Button. Mir gefällt es gut, weil man eben während der Fahrt nicht so sehr abgelenkt ist von dem Touchscreen und halt eben sich an was Haptischem festhalten kann. Wir haben dann hier auch noch einen Drehregler für die Lautstärke. Das gefällt mir auch gut, weil es gibt es leider bei einigen anderen Autos, dass man das wirklich dann auch auf dem Touch machen muss und das finde ich auch ein bisschen hinderlich bei der Fahrt. Dann kommen wir hier vorne zum Cockpit und es ist sehr analog. Mir gefällt es persönlich sehr gut. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber wir haben hier links dann die Geschwindigkeitsanzeige. Wir haben hier in der Mitte die Drehzahlanzeige und hier drüben rechts können wir dann noch so ein paar Sachen einstellen, die wir auch drüben in dem Infotainment haben. Das heißt, wir können uns beispielsweise den Reifendruck angucken, wir können uns Informationen zum Trip ansehen, wir können die Navigation auch einblenden. Wenn man hier drauf drückt, kann man dann auch verschiedene Dinge wie Startzielführung oder die Zieleingabe sich angucken. Man hat hier die Information zum Allrad, beziehungsweise wie die Kräfte auf den Rädern verteilt sind. Wir haben ja auch nochmal eine Stoppuhr, beziehungsweise ein Chronograph. Hier vorne ja auch die Uhr, wo wir dann einfach die Zeit mitstoppen können. Wir haben hier Informationen zu den Fahrzeugtemperaturen, das heißt die Öltemperatur können wir uns beispielsweise angucken. Wir haben auch noch Audio in der Shortwire-List hier vorne, das Telefon. Und aber die Navigationskarte, die ich ganz schön finde, könnt ihr euch mal angucken. Ich finde das Design da vorne ganz nett, weil es dann in diesem runden, gefassten kleinen Mini-Cockpit da vorne auch nochmal eine kleine Karte gibt. Jetzt springen wir noch auf die Rückbank, kommt mal mit. Denn bei so einem SUV geht es natürlich auch darum, wie viel Platz haben wir da hinten und wie schön sieht es so in so einem Porsche GTS aus. Gehen wir mal rein. Ich rutsche mal durch. Und ihr seht schon, ich komme hier so schnell durch, weil hier einfach super viel Platz ist. Ich habe hier auch wie genau so vorne fast 2 Fäuste Platz, mit dem Panoramadach auf jeden Fall 2 Fäuste. Hier drinnen wirkt es auch sehr hell, gefällt mir sehr gut, vor allem dieses Panoramadach. Wir haben hier hinten auch das GTS genauso wie vorne eingestickt. Wir haben auch die Sitze jeweils in Alcantara und in einem sehr weichen Leder. Auch die Gurte sind wieder in dem Rot. Und wir haben hier vorne eine Durchreiche, an der muss ich leider ein bisschen was kritisieren, weil irgendwie ist da zu wenig Platz mit Cupholder und Armen, ist die irgendwie ein bisschen, ja, zu überladen, beziehungsweise gefällt mir nicht so ganz gut. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Sonst haben wir hier vorne dann nochmal USB-Anschlüsse, damit die Kinder sich hinten nicht drum streiten, wer zuerst den Gameboy oder das Handy oder was auch immer laden kann. Wir haben hier auch nochmal eine Sitzheizung auf jeder Seite und auch nochmal eine Klimaautomatik bzw. eine Luftdüse, die man selbst einstellen kann. Ja, das war ja mein kleiner Einblick in den Innenraum des Porsche Macan GTS. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Falls ihr noch mehr zu dem Auto wissen wollt, dann schaut auch gerne noch bei dem großen Review vom Jan vorbei. Die Infokarte blende ich euch oben ein. Da findet ihr dann alles zum Thema Optik von außen, den Motoren, aber auch den Fahreindrücken. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß dabei, schaut auf jeden Fall vorbei. Ihr findet uns hier nicht nur auf YouTube, macht gerne die Glocke an und gebt uns ein Abo, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Gebt uns auch da ein Abo und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.